Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 6 2026. Und das hier ist meine 33. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 6 1996. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Und ich habe mich ja schon in der Vorschau auf das Heft gefreut und jetzt ist es endlich da, die 1196. Hier, guckt mal, wer da vorne drauf ist, der Reaper aus Dungeon Keeper. Ein riesengroßer Vorschauartikel auf Dungeon Keeper und andere Projekte von Bullfrog. Dungeon Keeper, eines meiner ganz, ganz großen Lieblingsspiele dieser Jahre. 96, wow, toll. Dann X-Wing 2, das gab's so nie. Da werden wir gleich sehen, was es damit auf sich hat. Und eine Reportage, ein exklusiver Tag bei Richard Garriott. Wir haben natürlich keine CD-ROM hier, aber im Heft ist auch ein Artikel drüber. Also jetzt schauen wir mal rein. Und da geht's los mit dem Vorschauartikel auf Bullfrog, auf Dungeon Keeper und die anderen Spiele. Und hier steht's gleich im Vorwort. Ja, mit Bullfrog hat anfangs niemand so richtig gerechnet und dann haben sie wirklich eine geniale Spieleidee nach der anderen rausgehauen. Denken wir an Magic Carpet, was ungewöhnlich, aber richtig klasse war. Dungeon Keeper war ungewöhnlich, aber richtig klasse. Syndicate war richtig klasse, nicht unbedingt ungewöhnlich, aber ich fand es richtig klasse. High Octane war ungewöhnlich, aber immer noch recht spaßig. Also wirklich ein Garant für tolle Spiele. Und Dungeon Keeper ist mit Sicherheit unter Garantie, zumindest für mich, eines der genialsten von Bullfrog. Dungeon Keeper, guckt euch diese Screenshots an. Wow! Wer es nicht weiß, Dungeon Keeper, tolle Idee, eigentlich sehr simpel, aber eigentlich total genial. Man spielt einen Dungeon Master. Man ist eben nicht der Held, der in einen Dungeon geht und die Monster verkloppt. Nein, man ist derjenige, der den Dungeon baut, mit Monstern befüllt, Schatzkammern einbaut und. Und dann darf wartet, dass mutige Helden reinkommen und eins auf die Mütze bekommen. Also wirklich, eigentlich total klasse. Ja, Spielprinzip einmal umgedreht, man ist nicht der Gute, sondern man ist eigentlich der Böse. Ja, und es hat eine Menge Spaß gemacht und zwar verdammt gut umgesetzt. Die Grafik war natürlich wieder herausragend. Dieses Mal hat Bullfrog auch ein bisschen darauf geachtet, dass es auf allen Rechnern einigermaßen läuft. Man konnte in einer 2D von oben Ansicht spielen, man konnte in einer isometrischen Ansicht spielen, man konnte auch mitten durch seinen eigenen Dungeon durchlaufen. Dazu brauchte es dann den etwas stärkeren Rechner. Aber sie haben das wirklich klasse gemacht. Also es war wirklich sehr, sehr spielbar. Hier unten ist ein tolles Interview mit Peter Molyneux. Ich blende es euch jetzt gleich ein in 2 Abschnitten. Dann könnt ihr einfach auf Pause drücken und es in Ruhe lesen. Denn er sagt wirklich tolle Sachen, also es ist echt interessant, also müsst ihr euch unbedingt durchlesen, aber das jetzt vorlesen wäre wirklich zu viel des Guten. Nach Dungeon Keeper geht's dann natürlich weiter mit Syndicate Wars oder Syndicate 2. Auch das mit einer Engine, die der von Dungeon Keeper ähnelt. Also Bullfrog hat seine Spiele ja alle auf der eigenen Engine aufgebaut. Magic Carpet, Syndicate Wars, Dungeon Keeper, das sieht deshalb auch alles so ein bisschen ähnlich aus, aber die war einfach klasse, weil sie extrem variabel war und sie war für diese Spiele echt gut geeignet. Syndicate Wars hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie der erste Teil, aber ja, sei es drum. Der erste Teil war irgendwie für mich einfach, ja, der bessere, hat mich mehr gepackt. Warum, kann ich euch gar nicht genau sagen. Dann hier noch eine Vorschau auf Creation, das sagt mir überhaupt nichts, habe ich nie gespielt, hatte ich nie in der Hand, habe ich nie gesehen. Ich habe nicht mal geschaut, ob das überhaupt jemals rauskam. Und hier noch eine Vorschau auf 2 weitere Projekte in der Pipeline. Gene Wars, auch das habe ich nie gespielt, nie gesehen. Auch keiner meiner Kumpels hatte das, kann ich also nichts dazu sagen. Und hier unten Theme Hospital. Das ist ein gefährliches Wort. Im Grunde so ein gedanklicher Nachfolger zu Theme Park. Auch das habe ich nie gespielt, hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Theme Park fand ich klasse, habe ich geliebt, habe ich sehr viel gespielt, aber Theme Hospital war dann für mich nicht das Richtige. Und es geht weiter im Spezialteil mit der Vorschau auf die Spiele von LucasArts. Und hier stand X-Wing 2 auf dem Cover. Das ist natürlich Quatsch. X-Wing 2 gab es nie. Vielleicht haben sie das einfach eingekürzt, damit es aufs Cover passt. Es geht natürlich um X-Wing vs. TIE Fighter. Das ist in der Mache. Das ist das geniale Spiel, was kommen soll. Hier unten noch Screenshots von Afterlife. Habe ich nie gespielt. Aber hier drüben Outlaws, das ist natürlich eines meiner Lieblingsspiele von LucasArts. Dazu habe ich ja auch ein Gameplay-Video gemacht vom Remaster von Outlaws. Das ist immer noch ein mega genialer Shooter.
Finden nicht alle, aber ich find's. Hier unten noch mal eine tolle Extra-Box zu X-Wing vs. TIE Fighter. Da sieht man weitere Grafiken, weitere Infos zu diesem Spiel, was kommen soll, was im Grunde wirklich ja beide Welten verbindet, X-Wing und TIE Fighter, und das Beste aus diesem Spiel nochmal zusammenpackt in ein richtig geniales Paket, was eine Menge Spaß macht. Und hier unten ebenfalls nochmal LucasArts Jedi Knight ist ebenfalls in der Mache. Auch da ein richtig heißes Eisen. Jedi Knight, ja, ich mag gar nicht dran denken, dann kriege ich schon Gänsehaut. Eine runde Sache, es geht um Ecstatica 2. Auch hier soll es nochmal einen Nachfolger geben. Ecstatica, ja, ein sehr ungewöhnliches Spiel mit seiner Grafik, aber es war wirklich gar nicht schlecht, wobei aus heutiger Sicht tatsächlich eher anstrengend zu spielen. Ich habe es probiert, es steuert sich nicht mehr wirklich toll. Es ist so, ja, es hat so diese Steuerungsunzulänglichkeiten, die man den alten Spielen einfach nur schwer verzeihen kann. Da braucht man schon eine gehörige Portion Nostalgie, um das nochmal zu ertragen. Ecstatica 2 in allen Belangen besser, aber damals dann für mich auch nicht mehr wirklich interessant. Aber das habe ich gespielt. Das habe ich viel gespielt, das fand ich richtig klasse. MDK. Wow. Was für ein ungewöhnliches, herausragendes, besonderes, vielleicht auch nicht jedermanns Sache Game, aber ich fand's mega genial. Das war smoothes Gameplay, tolle Grafik, die mit etlichen Tricks wirklich grandios aussah, und es war ungewöhnlich und es hatte ein ganz ungewöhnliches Setting. Also ja, MDK für mich eines der ganz großartigen Spiele, auf die ich mich sehr freue, wenn ich sie mit euch nochmal spiele, weil das werden wir uns definitiv anschauen. Und zwar nicht nur am Rechner, sondern auch wieder live. Guck mal, da ist sie, die Packung von MDK. Da hab ich sie. Haha, Shiny und MDK. Das war klasse. Da freue ich mich drauf und ihr seid hoffentlich dann auch wieder dabei. Wahrscheinlich kriege ich Haue, wenn ich es jetzt falsch sage. Hier oben, die Siedler 2, Veni, Vidi, Vici heißt's, glaube ich, oder? Die Lateiner unter euch mögen mir einen Kommentar dalassen. Fakt ist, Spiel des Monats, die Siedler 2, ein in allen Belangen verbessertes Siedlerspiel und ein wirklich grandioses Spielerlebnis, das ich leider damals nicht selber gespielt habe. Ihr wisst es wie immer, ich und Strategie, aber das hat dann natürlich ein Kumpel von mir, der hat das geliebt, der hat das gezockt. Ich habe immer zugeschaut und es war eine Wonne, diesem Gewusel auf dem Bildschirm zuzuschauen. Und auch Petra Mauerröder ist ziemlich angetan. Sie ist ja nicht immer begeistert, aber in dem Fall ist sie's. Spielspaßwertung von 91%, und das hat die Siedler 2 definitiv verdient. Und ich muss sagen, wenn man das so anschaut, das sind so eben diese Spiele, die funktionieren, finde ich, immer noch gut. Die Wuselgrafik ist einfach herzallerliebst gemacht und es spielt sich einfach klasse. Und ich würde so weit gehen, dass sicher einige sagen, die Siedler 2 war einfach unübertroffen, genial. Die Reihe hatte ja immer mal wieder Ups and Downs. Nicht jeder war mit jedem Teil zufrieden, aber ich glaube, die Siedler 2 ist bei den meisten im Herzen doch eines der Highlights. Korrigiert mich, wenn ich mich da geirrt habe. Das ist mir leider persönlich durch die Lappen gegangen, Sorg Nemesis. Mich hat die Sorg-Reihe immer interessiert. Ich mochte witzigerweise die ganz allerersten Sorg-Spiele ganz gerne. Diese Text-Adventures, weil die genau in den Bereich zeitlich fielen, als ich das Rollenspielen selber angefangen habe. Also ich habe die etwas später gespielt, als sie rauskamen, sondern habe sie dann einfach nachträglich für mich entdeckt. Und als Fantasy-Pen-and-Paper-Rollenspieler waren natürlich Text-Adventures eigentlich irgendwie witzig. Und Sorg gehörte eben dazu. Und ich hätte tatsächlich gerne mal diesen relativ modernen Teil in die Hand genommen. Ich habe es bei einem Freund gesehen und war sehr beeindruckt von der Grafik. Aber es hat einfach nicht sollen sein. Man konnte nicht alles spielen, man konnte nicht alles kaufen oder sich irgendwie anders besorgen, leihen oder so. Und bei Sorg Nemesis war das definitiv schade. Es war ein offensichtlich sehr gutes Spiel. 4 Seiten Testbericht, gute Wertung, tolles Statement, riesige Screenshots, wunderschön alles. Also wirklich eine Perle dieser Reihe, würde ich sagen. Vielleicht sogar auch hier einer der Höhepunkte der Reihe. Also ja, Sorg. Klassiker in richtig hübschem Gewand. Das ist doch mal
Schön. Das hier hätte ich mir um ein Haar mal zugelegt und man sieht's hier, nur eine Seite Testbericht, keine besonders gute Wertung. Eher durchwachsen, Space Hulk für Windows 95. War mir vom Universum her bekannt, weil ich wahnsinnig gerne StarQuest gespielt habe und ich habe StarQuest auch immer noch, also wer das noch kennt. Tolles, tolles Spiel, so ganz analog, ne? Und da hat eben das hier so ins Thema gepasst und ich fand das irgendwie faszinierend und habe dann Gott sei Dank den Testbericht gelesen und mich entschieden, dass das nicht mein Spiel sein wird. Und hier musste ich wirklich laut lachen, als ich durchgeblättert habe und das hier gesehen habe. Gender Wars. Gender Wars. Also sozusagen der Krieg zwischen Männlein und Weiblein. Unter Gendern versteht man ja heute etwas ganz, ganz anderes, aber im Grunde sind das auch Gender Wars. Die einen mögen es und die anderen machen es und die Dritten finden es bescheuert. Und egal, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber die Gender Wars, ja, das war ein Spiel. Es war so ein bisschen im Stil von Little Big Adventure oder Crusader in isometrischer Ansicht und dann ging es eben Männlein gegen Weiblein und es war auch mit sehr viel schwarzem Humor gemixt. Also durchaus ein ganz interessanter Spielemix. Für mich jetzt nicht so wirklich, weil ich war zu der Zeit voll auf Crusader und damit auch voll ausgelastet. Aber ja, vielleicht noch mal ein Blick rückwärts wert. Gender Wars. Und mit 85% Spielspaß auch wirklich keine schlechte Wertung. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Und hier, ne, Little Big Crusader heißt die Überschrift. Da sieht man, was da so ein bisschen Pate stand, was man sich drunter vorstellen musste, wie sich's spielt. Und wie gesagt, für mich war es eben nix. Ich war voll auf Crusader und dann war Gender Wars eben, ja, wie gesagt, wie ich schon oft sagte, man kann eben nicht alles spielen. Aber vielleicht hat einer von euch das gespielt, Gender Wars, die Genderkriege, dann schreibt mir doch was in die Kommentare dazu. Und ich setze es mal auf die Liste und gucke mir es vielleicht mal noch an. Und wen haben wir denn da? Mr. Jones, Indiana Jones, höchstpersönlich in den Indie Desktop Adventures. Ja, Indiana Jones Spiele gab es nicht so wahnsinnig viele. Natürlich Indiana Jones and the Last Crusade als geniales Spiel. Dann natürlich Indiana Jones and the Fate of Atlantis als obergeniales Spiel. Und das war es eigentlich, oder? Es kam dann später noch Indiana Jones und der Turm von Babel, war es, glaube ich, so als Spätzünder im Stil von Tomb Raider, aber ja, ansonsten gab es nicht viele Indie-Spiele, hier eben die Desktop Adventures, nicht wirklich etwas, was man gespielt haben muss, würde ich sagen. Ja, ist ganz nett. Wir schauen auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossiert. Ihr kennt das, bei mir ist das absolut Standard und seit er nicht mehr unter uns weilt, sowieso. Ich liebe diese Leserbriefe und es freut mich, wenn ihr auch Bock drauf habt. Wenn nicht, ist okay, dann dürft ihr einfach weiterklicken. Es geht um den Postergedanke. Da gab es nämlich damals das sogenannte Petra-Poster. Ich erinnere mich, und hier in diesen Heften so um 596, 696 kamen die ersten Briefe auf zu diesem Thema. Ja, nochmals Poster. Hallo Rainer, eigentlich finde ich euer Mac ja ganz nett, aber leider muss ich auch noch ein wenig Kritik üben. Erstens, wie wäre es mal mit einem Poster in der Mitte? Zum Beispiel aus Rebel Assault 2? Ich wäre auch bereits bereit, 10 Pfennige mehr zu zahlen, wenn ihr das machen würdet. Zweitens, wie wäre es mit einem Hardware-Teil im Heft statt der Werbung? Die könntet ihr ja auf die CD brennen. Da kann man sich dann entscheiden, ob man sie sich antut. Der ist relativ kurz, aber ich finde die Antwort toll und sie ist eben dieses Petra-Poster-Thema ist halt wirklich eine Sensation und wird noch über viele, viele Leserbriefe weitergetragen werden. Was nun? Petra oder Rebel Assault? Für uns wäre es besser, wenn ihr Rebel Assault wollt, denn das Programm kann nicht kratzen. Nun, aber mal im Ernst. Ist ein netter Gag mit dem Poster aber für 10 Pfennige nicht zu machen. Und zudem wird der Sinn eines solchen Posters hier noch heftig angezweifelt. Momentan sieht es nicht gut aus mit dem Poster Erleichtertes Uff von Petras Schreibtisch. Zweitens, das mit der Werbung ist so eine Sache. Jungs zahlen übel viel dafür und wollen natürlich auch bei der Platzierung ein Wörtchen oder 2 mitreden. Die Werbung dahin zu machen, wo man sie leicht übersehen kann, liegt gar nicht in deren Interesse und könnte somit tiefgreifende finanzielle Rückschläge zur Folge haben.
In den privaten Fernsehsendern kommt die Werbung auch nicht an einem Stück zwischen 4 und 6 Uhr morgens. System erkannt. Ja, herrlich. Petra-Poster, das war wirklich so eine Geschichte, so ein Dauerbrenner. Da wollten plötzlich alle ein Petra-Poster haben oder zumindest sehr viele, vor allem wohl männliche Zuschriften. Ja, ich möchte das jetzt gar nicht bewerten oder nachträglich irgendwie schlecht oder gut reden. Lassen wir es einfach so, wie es ist. Jedenfalls Fakt, die Leserbriefe für mich immer die wichtigsten Seiten in diesem Heft und das ist auch so geblieben. Lieber Rainer, egal wo, vielen Dank für diese tollen Seiten. Wieder mal der Blick auf die Spielecharts Karstadt und Joysoft. Bei Karstadt geht es los mit Wing Commander 4, dann Command and Conquer, Warcraft 2, World of Combat, Hugo 2, was, Hugo 2? Gott. Caesar 2, Gabriel Knight 2, The Beast Within, cooles Spiel, NBA Live 96, Grand Prix Manager, schon lange dabei, Teamchef, Rebel Assault 2, The Need for Speed, Monopoly, Bleifuß, TFX Eurofighter 2000, IndyCar 2 auch schon lange dabei, FIFA Soccer 96, Maniac Cards, Police Quest SWAT und Mega Park 4. Und bei Joysoft sieht's bei den CD-ROM-Charts folgendermaßen aus. Command Conquer Ausnahmezustand ist auf Platz 1, dann Civilization 2, Descent 2, Command Conquer F1 Pole Position, Warcraft 2, die Fugger 2, Wing Commander 4, Fate 2 Black und Terra Nova. Interessant, viele Spiele neu dabei, also ihr seht, 96, da war richtig Bewegung am Spielemarkt, eines der richtig grandiosen Jahre. Hier ein kleiner Auszug im Heft über die Reportage von Richard Garriott. Es gab dann ja auch ein Video auf der CD-ROM, da war es in Bewegung. Hier ist es eben ein kleiner Vorgeschmack. Und hier so ein paar Screenshots, ein paar Fotos aus seiner Villa, wo Richard Garriott residiert und ja, ein sehr ungewöhnliches Gebäude, wo er ja, das hat er sich einfach so eingerichtet, wie man ihn eben kennt. So ein bisschen exzentrisch und ist ja auch okay, oder? Richard Garriott hat ja auch so einige richtig grandiose Spiele zu verantworten. Zu der Zeit habe ich von ihm ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel mitbekommen. Da waren einfach andere bei Origin, dann würde ich sagen, eher am Ruder und haben dafür gesorgt, dass wir immer mit guten Spielen versorgt werden. Und da musste ich ja kurz schmunzeln. In Big Bang Theory gibt es eine Szene, in der Bird heißt er, und Sheldon darüber sinnieren, welche Suchmaschinen sie noch von früher vermissen. Und hier guckt mal, Search Engines, da diese Namen. Lycos, Yahoo, Infoguide, Alta Vista, OpenText, Webcrawler. Das sind so Namen, die kenne ich tatsächlich noch und ich bin mir sicher, auch bei euch klingelt's, wenn man die liest, wenn man diese Namen sieht. Und alle werden sagen, oh ja, meine Güte, ist das lange her. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit der Reportage von der E3, der großen Messe. Dann Computer Game Developers Conference, Conquest of the New World, Afterlife, Battle Arena Toshinden und ein CD-ROM-Laufwerk Markenprodukte versus Billigangebote-Test. Da ist sie schon, die Ausgabe 796. Und was haben wir vorne auf dem Cover? Einen Polygonhaufen aus Virtua Fighter PC, Segas Geheimprojekt. Da wird auf dem PC so richtig gekloppt. Dann geht's um AH64D Longbow und auf der Cover-CD-ROM einen exklusiven Teil mit die Fugger. Und hier guck mal, ein C&C Theme Pack. Verwandle deinen Desktop in ja, so war das, ne? Windows Desktop Themes mit Symbolen und Hintergründen und. Habt ihr das auch gemacht? Ich bin jedenfalls gespannt auf dieses Heft. Es wäre toll, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, wenn ich in dieses Heft reinschaue oder mir eines der alten Spiele vornehme. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.